Was bedeutet der weiße Hase eigentlich? Es ist ein Netzge. Netzge ist etwas, das typisch ist für Japan. Das japanische Gewand hat keine Taschen, einen Gürtel, an dem man Dinge anhängen kann. Und das Netzge ist quasi der Knopf, der durch den Gürtel durchgezogen wird, und dann kann man unten gewisse Sachen anhängen wie ein Inro, also das sind so kleine Lackschälchen, oder Tabak mit Pfeife, die Geldbörse und so weiter. Es ist ein typischer Männerschmuck. Frauen haben ja weite Ärmel und können in die Ärmel eben ihre Accessoires hineinstecken. Meistens sind sie aus Holz. Das hier ist ein Elfenbein, eine sehr, sehr feine Elfenbeinarbeit mit Augen aus Bernstein eingesetzt. Es ist kein normaler Feldhase, so wie wir es etwa von den Tierkreiszeichen kennen. Es ist ein Albino, also ein weißer Hase, der gerade durch dieses sehr, sehr, sehr weiß leuchtende Elfenbein sehr stark eben hier dargestellt wird. Und die roten Augen eben aus Bernstein eingesetzt worden sind. Diese kleinen Netzgefiguren, die es sehr zahlreich und auch sehr kostbar gegeben hat, waren auch Amulette, die hat man so mit sich getragen, Glücksbringer würde man sagen, aber eben auch große Kostbarkeiten. Und da stellt sich nun die Frage, warum hängt man sich einen kleinen weißen Albinohasen um? Die Geschichte beginnt nicht in Japan, sondern wir müssen nach Indien gehen, in die Zeit der Frühzeit des Buddhismus. Der historische Buddha lebte ja in der Zeit 500 vor unserer Zeitrechnung, und er wanderte durch Indien und kam von Stadt zu Stadt, und in diesen Städten und diesen Orten wurden ihm Fragen gestellt. Diese Fragen hat er beantwortet. Zu diesen Fragen gab es dann immer Lehrgedichte und auch Parabeln, Tierparabeln meistens. Das heißt, Tiere haben die Funktion von Menschen oder von Bodhisattvas oder von Göttern eingenommen und haben nun interagiert, und in diesen Parabeln wurden dann eben diese Lehrmeinheit Buddhas wiederum eben ausgedrückt. Diese Parabeln sind dann sehr rasch gewandert. Wir haben die ersten Darstellungen aus dem 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Übersetzungen in China gibt es schon sehr bald, und in Japan tauchen die Jataka-Geschichten schon im 7. Jahrhundert auf. Die Geschichte des Hasen ist die 312. Geschichte, und die lautet ungefähr so. In einem Wald leben 4 Tiere: der Hase, ein Schakal, ein Fischotter und ein Affe. Und diese 4 Tiere haben alle ihr Nest, ihr Zuhause, treffen sich tagsüber, unterhalten sich, und am Abend gehen sie wieder jeder in ihr Nest. Und der Hase ermahnt die anderen 3 Tiere jeden Tag, sie mögen Almosen geben, sie mögen sich an die Gesetze halten und sie mögen den Mondfeiertag einhalten. Der Mondfeiertag wird zum Vollmond eben gefeiert und zum Halbmond, und man kann ihn vergleichen mit unserem Sonntag. Das heißt, er wird festlich begangen, und im frühen Buddhismus wurde er ein halber Fastentag und ein halber Feiertag. Und der Hase ermahnt jeden Tag alle: haltet euch an die Gesetze, gebt Almosen und feiert den Mondfeiertag. Und es kommt der nächste Mondfeiertag, und der Fischotter geht hinaus und findet am Fluss 7 rote Fische. Und er ruft laut: wem gehören die roten Fische? Niemand antwortet, also nimmt er sich die roten Fische und sagt: wenn morgen am Feiertag jemand vorbeikommt, lade ich ihn ein, mit mir die roten Fische zu essen. Dann geht der Schakal hinaus, kommt auf eine Weide bei einem Hirten vorbei und findet einen Fleischspieß und einen Milchtopf. Und er schreit ganz laut: wem gehört der Fleischspieß? Keine Antwort. Nimmt er den Fleischspieß und den Milchtopf, geht nach Hause und sagt: wenn morgen jemand vorbeikommt und essen möchte, kann ich ihn bewirten mit dem Fleisch und dem Milchtopf. Und der Affe geht in den Wald und findet Mangofrüchte und bringt die Mangofrüchte nach Hause und denkt sich: morgen, wenn ein Gast kommt, bekommt er Mangofrüchte. Und der Hase frisst Gras auf der Weide und sagt: wenn morgen jemand kommt, habe ich nichts. Aber ich habe mich. Wenn jemand kommt und essen möchte, opfere ich mich auf, und dann kann er mein Fleisch essen. Nächsten Tag kommt ein Brahmane vorbei, kommt zum Fischotter
und der Fischotter sagt, Brahmane, bleib hier, du kannst im Wald leben und ich gebe dir meinen Fisch zum Essen. Der Brahmane sagt, das ist lieb von dir, vielleicht komme ich später wieder vorbei. Und so geht er auch zum Schakal, der ihm den Fleischspieß und die Milch anbietet, und er geht zum Affen, der ihm die Mangofrüchte anbietet, und dann kommt er zum Hasen und der Hase sagt, Brahmane, ich habe nichts, was ich dir geben kann, außer Milch selbst. Du wirst rohes Fleisch nicht essen wollen, also mach Feuer, dann springe ich hinein, dann hast du gebratenes Fleisch zum Essen. Und der Brahmane denkt sich, jetzt stelle ich den Hasen auf die Probe. Und tatsächlich, er holt Holz, macht Feuer, und wie die Glut fertig ist, springt der Hase in das Feuer, um sich selbst darzubieten als Speise für den Brahmanen. Aber die Glut macht dem Hasen nichts. Nicht ein einziges Haar wird ihm verbrannt. Es ist so, und jetzt das Zitat, als läge der Hase im Schnee. Es passiert ihm überhaupt nichts. Und der Brahmane anerkennt, dass hier etwas ganz Wunderbares passiert ist und sagt, Hase, du bist so voll Tugend, das hätte ich mir nicht erwartet. Und der Hase sagt, wenn ich verspreche, dass ich jemandem etwas gebe, dann soll es die ganze Welt wissen. Und dann nimmt der Brahmane einen großen Berg, quetscht ihn aus und mit dem Saft des Berges schreibt er auf den Mond das Bild des Hasen, auf das die ganze Welt von der Tugend des Hasen Kunde bekommt. Und der Hase stoßt den Schrei des Löwen aus. Der Schrei des Löwen bedeutet, Buddha gibt sich zu erkennen und sagt, ich habe die Wiedergeburt überwunden, ich bin der wahre Buddha. Und so kommt es zum weißen Hasen und zum Hasen im Mond, den wir heute als Mann im Mond in Europa bezeichnen. Aber in Asien ist es eben der weiße Hase im Mond. So, das war ungefähr die Geschichte zum Hasen, der hier eigentlich Buddha ist, wie Sie ihn hier sehen. Ja, ich darf noch. Mich hat die Einladung zu dieser Ausstellung insofern sehr gefreut, weil de Waal hier ein Thema anschneidet, das mich schon seit längerem interessiert, und das ist das Thema des Schattens. Er wirft den Blick von der hiesigen Welt auf eine jenseitige Welt, auf eine andere Welt, aber er macht den Schritt nicht hinüber. Also es ist etwa, wenn er die Grafik von Alfred Dürer ins Zentrum stellt. Dürer träumt die Szene, aber er wacht wieder auf und kann sie so festhalten. Es ist nicht der letzte Schritt in das Schattenreich hinübergetan. Und der Schatten ist natürlich ein viel größeres Thema in Ostasien als in Europa. Und ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt hinein in den Saal, und neben dem Werk von Edmund de Waal, das er selbst als das Hauptwerk des Schattens bezeichnet, möchte ich Ihnen noch ein bisschen was über den Schatten erzählen. Vielleicht kennen Sie das Buch von Junichi Tanezaki, Das Lob des Schatten, 1933 in Japan erstmals publiziert. Nach Europa kam das Buch erst sehr spät, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und er beginnt seine Philosophien über den Schatten in einer leichten Nostalgie über das alte Japan. Aber er beginnt mit einer These, und also einer Frage, die man eigentlich so nicht stellen dürfte, aber er stellt sie trotzdem. Und die Frage ist, was wäre gewesen, hätte sich nicht die Technik der westlichen Welt durchgesetzt, sondern Ostasiens? Also zum Beispiel, wie würden wir schreiben, hätte die Füllfeder, die Schreibfeder, ein Japaner erfunden und kein Westerner. Unsere Schreibfeder ist aus Stahl, der Pinsel ist aus Fellhaaren, also aus Haaren. Wir schreiben mit Tinte, in Ostasien schreibt man mit der Tusche aus Russ. Wir schreiben auf glattes, lackiertes Papier, in Ostasien schreibt man auf sehr weichen, saugfähigen Papier. Also wie würde eine Füllfeder ausschauen, wenn es genau umgekehrt gewesen wäre, wenn es sich also Ostasien durchgesetzt hätte und nicht der Westen? Das ist eine Ausgangsfrage. Und was ihn besonders stört, ist der Vormarsch der Elektrizität, der den Städten und eigentlich allem, womit wir uns beschäftigen, mit unserer Behausung, unserer Arbeitswelt, in ein gleißendes Licht taucht,
während doch eigentlich alles gemacht ist für den Schatten. Und nun beschreibt er eben auch, dass eben das japanische Haus, das eigentlich ein Haus des Schattens ist. Es kommt ja nur wenig Licht über den ersten Raum, den Vorraum, der zugleich Küche ist, der geheizte Raum, aber der eigentliche Wohnraum dahinter, der ist relativ dunkel, nur ganz wenig gedämpftes Licht fällt hinein. Alles ist gemacht auf dieses gedämpfte Licht. Und es gibt dann für ihn zwei typisch japanische Produkte, kann man einmal so sagen. Das eine ist die schwarze Schale, die schwarze Lackschale, und das andere ist die Duschemalerei. Er sagt, beides trägt den Schatten in sich. Also die Dusche, die schon aus dem Ruß herauskommt, ist der Schatten an und für sich. Und also wie der Duschestrich verläuft, zart angesetzt, ganz kräftig, das ist genau, wie das Licht in das Haus hineinfällt. Und insofern sind auch Duschebilder, die im Haus aufhängen, das ist der Jahreszeit entsprechend, den Festen entsprechend, die entsprechen genau diesem Schatten, eben diesem Blick des Schattens. Und man sieht in der Duschemalerei, die im Schatten hängt, viel mehr und auch viel besser als die Dusche, die angeleuchtet wird. Und dasselbe ist auch eben der schwarze Lack. Also in Japan waren Lackschalen viel, viel mehr im Alltagsgebrauch als Keramiken oder überhaupt Porzellan. Und eben wie sich der Schatten in der unregelmäßigen Oberfläche von diesen Lackschalen fängt, das ist für ihn das Symbol des Schattens. Wir stehen hier vor dem Werk von Edmund de Waal, das er für diese Ausstellung geschaffen hat. Und er hat sich bemüht, eben in diesen schwarzen Glasuren, die er und sein Team hier geschaffen haben, und in den Schatten, die entstehen durch dieses Regal, ein bisschen zu vermitteln von dieser Schattenwelt, die wir kennen. Es ist durch und durch eine europäische Keramik, das ist schon völlig klar, aber das ist sozusagen eine leichte Frage, was wäre gewesen, hätte sich Ostasien quasi durchgesetzt in seiner Ästhetik und auch in der Technik. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, und weil es hier so schön dunkel ist und schattig ist, möchte ich praktisch diesen Live-Versuch machen, ob man wirklich im Schatten mehr sieht als in der Sonne. Es ist eine ganz einfache Duschemalerei aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie ist signiert Danny Buncho, und dargestellt ist, das Thema haben wir heute schon gehabt, der Mond. Der Mond ist ja schließlich das einzige Licht in der Nacht, der Vollmond. Die Feste für den Vollmond haben wir auch schon gehört, aber es ist kein richtiges Licht, weil es ein indirektes Licht ist, und wenn der Vollmond abnimmt, dann verschwindet er quasi im Schatten der Nacht. Und das ist genau der Punkt, der in der Duschmalerei immer wieder eingefangen wird. Ich hoffe, Sie sehen was ich Ihnen jetzt zeige. Man muss etwas länger hinsehen, bis man im Schatten wirklich den Schatten des Mondes sieht. Also Sie sehen, es ist ein Halbkreis, eine ganz, ganz einfache Bewegung mit der Hand, diese Dusche, und man spürt wirklich den Schatten der Nacht und ein bisschen Mondhelle noch. Ja, und das hätte ich dem Bild der Installation von de Waal gegenübergestellt, weil hier eben der asiatische Schatten dem europäischen Schatten quasi in seiner Entsprechung zählt. Ja, Moment. So, jetzt stelle ich mich da hinüber, und jetzt gibt es ein bisschen mehr Licht, aber also so können Sie es sehen. Ja, und hiermit bin ich auch schon wieder am Ende meines Beitrags und meiner Reaktion auf den Schatten von de Waal.